Wir haben kurz Ebene gewechselt. Einen wunderschönen guten Abend, ihr wundervollen Herzensmenschen, unsere wundervolle, liebste Familie, Elachai-Familie. Heute ist ja ein Abend in Elachai. Wir sagen Omar Tassat. Ja, Omar Tassat, ihr Lieben, auch von mir. Und was wolltest du denn sagen? Darf ich mal ganz kurz? Ja, du darfst. Du wolltest doch was. Wir sind hier an der Technik, damit hier alles passt. Und da wolltest du was dazu sagen, oder? Das soll ich jetzt sagen, genau. Wäre eine gute Gelegenheit, jetzt wenn die Kamera läuft. Wir sind auf Sendung. Sehr schön. Also, du meinst das wegen der Technik? Soll ich jetzt? Ja, das sollst du mal machen. Genau. Mit der Geschichte. Mit der Geschichte. Also, ihr Lieben, falls Neue heute dabei sind, worüber wir uns immer sehr, sehr freuen, und jedoch für alle, die schon länger dabei sind, ihr wisst und ihr erinnert euch, dass vor allem im allerersten Jahr und dann wieder sporadisch hat Namahim immer die Sache mit der Technik so am Anfang stehend gesagt. Für alle Neuen übrigens. Und dann hat er das erklärt. Und ich bin schon seit über 20 Jahren an seiner Seite, aber mit dem ersten Dienstag, was sind es, 3 Jahre an deiner Seite. Länger. Und ich persönlich habe mir innerlich oft so gedacht, der wieder mit seiner Technik und seinem Zahnrädchen und so. Also nur gedacht natürlich, ihr versteht schon. Ich würde ja meinen Göttergatten nie kritisieren. Aber jetzt kommt eben die Geschichte. Ich war letztes Mal nicht live hier mit euch, weil ich mit einer wundervollen Gruppe Weiße Priesterschaft in Armenien war und wir wunderschöne Sachen erlebt haben, aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Und am ersten Dienstagabend, das war ja so glücklich, dass wir 2 Stunden Zeitverschiebung hatten, so dass es bei uns 9:30 nachts war, sprich wir haben schon mit Abend gegessen und so und haben uns gefreut und hatten alle Zeit zum ersten Dienstag zu gehen, jeder in seinem Hotelzimmer. Und wir waren da ziemlich so bis in der Pampa und tolles Hotel und so, wir hatten alle WLAN, aber wenn so viele Livestreams irgendwie auf diesen Handys, ist genau das eingetroffen, wovon Namahim immer erzählt hat. Also der Livestream hat immer unterbrochen, so ständig. Und ich habe mich dann erinnert, Namahim hat gesagt, ich muss da auf Einstellungen, da ist ein Zahnrädchen, und da muss ich draufdrücken und dann kann ich die Qualität der Übertragung runterstellen. Das habe ich 3-mal gemacht, bis ich wirklich beim untersten war und dann hat der ganze Livestream in Armenien im Hotel dann wunderbar funktioniert mit Merlin und so. Und so ging es einigen in diesem Hotel. Wir waren alle in unseren Zimmern und da war einiges los in diesem WLAN. Es wurden Daten und Energien gezogen und das wollte ich jetzt mich schon mal ganz offiziell sagen, Namahim, es ist wirklich super, wenn du das oft und regelmäßig sagst, das mit diesem Zahnrädchen und... Genau. Beim Player unten rechts, Zahnradsymbol, kann man die Qualität regulieren. Genau. Wenn ihr manchmal so ein Problem habt, wir wissen ja, dass der Livestream rausgeht, das sehen wir, dass er von uns rausgeht. Wenn es irgendwie nicht klappt, dann liegt es irgendwo bei euch und das ist eine ziemlich zuverlässige Methode, die Adam ja gerade erklärt hat. Es hat funktioniert, genau. Ja, ihr Lieben, wo immer ihr auch seid, wir hatten ja einen tollen ersten Dienstag vor Ort, am Sonntag hier, der ganze Raum war voll. Viele von euch wissen das, dass wir dieses Event gemacht haben. Und es war sehr berührend. es war sehr, sehr berührend. Ja. Mal viele euch zu sehen. Jetzt schauen wir natürlich wieder in die Kameralinse rein, aber wir wissen schon, aber von allen, die da waren, war es vielleicht 1/10 von allen, die jetzt im Moment live
wieder dabei sind. Ja, War sehr, also sehr schön. war auch, also das fällt mir gerade noch ein, das möchte ich gern noch sagen, weil auch eine liebe Dame aus Ungarn da war, liebe Maja, und auch erzählt hat, dass in Ungarn immer eine größere Gruppe zuschaut, die verstehen gar nichts. Die schauen einfach der Energie wegen zu. Und die Maja hat uns einen Umschlag überreicht mit Spenden von der ungarischen Gruppe, die sie gesammelt hat. Anna Nascha noch einmal, Ananascha, ja. hat uns sehr berührt. Dankeschön. Gut, dann steigen wir mal Steigen auf. wir Oder? eine Ebene hoch. Also das Protest, das steht hier noch da, weil natürlich bei der Live-Veranstaltung, damit uns alle sehen konnten, wir ein bisschen höher sitzen mussten. Und jetzt haben wir einfach keinen Bock gehabt. Das ist so viel Arbeit, das heute noch abzubauen. Aber ich denke, beim nächsten Mal kommen wir wieder runter auf, Kommen wir wieder runter. auf den Boden. Auf den Teppich. Ja. Ja, sehr schön. Und wir haben davon gesprochen, wie schön es war am Wochenende. Wir hatten ja am Freitag das Singen und am Sonntag dieses erste Dienstag vor Ort. Und wir haben euch ein paar Eindrücke mitgebracht. Genau, wir haben unser liebes neues Teammitglied, die Safira, hat ein bisschen was mitgeschnitten und da haben wir euch was zusammengestellt. Und ganz kurz nur 1,5 Minuten, einfach ein paar Eindrücke zu sammeln. Und ich sage euch vorher noch ganz kurz, warum wir das auch machen. Weil wir natürlich wissen, viele von euch waren noch nie da oder sehnen sich vielleicht auch danach, eigentlich mal zusammenzukommen. Und für manche ist es vielleicht nicht möglich. Manche wohnen zu weit, aus welchen Gründen auch immer. Aber einfach, um euch auch mal zu zeigen, ja, also das sind Menschen, wir sind alle Menschen, wir sind verbunden und da gab es viele, viele Umarmungen. Und so um dieses Gefühl der Zugehörigkeit, jede und jeder von euch ist da auf die gleiche Art zugehörig, so ein bisschen diesen Funken überspringen zu lassen, haben wir ein paar Mitschnitte gemacht und die spielen wir euch jetzt gern mal kurz ein. Also sie macht es auch professionell. Mit uns macht sie das. Wir setzen die Spuren der Liebe, wir setzen die Spuren des Lebens. Du umarmst beim Gehen. Dass ihr euch auch die Muße genommen habt, nach dem Tag gestern, der ja schon so voller Fülle war. Ihr, meine Lichter der Liebe, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich immer war. Ich bin, der ich immer sein werde. Ja, so habt ihr einen kleinen Eindruck erhalten, wie voll es hier war, wie viele tolle Menschenengel hier waren und wir haben das gegenseitig genossen, also alle Gäste, die da waren, aber auch wir wirklich sehr. Man merkt es dann erst so danach, also auch so einen Tag danach,
eure Anwesenheit und wenn Menschen da sind und man in ihre strahlenden Augen schaut, wenn man sie einander umarmt und einfach ein paar Worte austauscht oder natürlich auch all die schönen Dinge, die ihr zu uns gesagt habt, wie happy ihr seid mit diesem ersten Dienstag, wie lieb ihr uns habt und so. All das ist einfach ein emotionaler Lohn und also ein emotionaler Ausgleich, den man von einer Kamera nicht Nee, erhält. die lächelt selten, gell? Sie Die schaut lächelt immer gleich. selten. Und natürlich schreibt ihr auch immer ein paar liebe Worte im Chat und das lesen wir auf jeden Fall auch. Aber man merkt dann einfach wieder, wie schön dass diese persönliche Begegnung ist und auch wenn man, ja, wie soll ich jetzt sagen, ein bisschen, es ist ganz schwierig, ein richtiges Wort zu finden, so zu denken, wow, also am Freitagabend kommen viele Menschen, am Samstag sehen wir sehr, sehr viele Menschen und am Sonntag wieder und wir umarmen viele Menschen und so, aber so gedacht, oh wow, aber ich muss ehrlich sagen, es hat mir sowas von gar nichts ausgemacht und es war einfach nur schön und wir haben Ja. wirklich alle umarmt, die da waren und es war null anstrengend oder es war einfach schön. Und wir haben gelernt, wie viel Platz in unseren Räumen ist, wenn man mal alles aufräumt hier, was sonst an Technik rumsteht. Und ja, So, jetzt haben wir jetzt geschwärmt und haben wir geschwärmt. geschwärmt und nochmal ein großes Ananascha wirklich an alle, Ja. die da waren, die auch da waren. Nur zu eurer aller Information, wir haben am Sonntag einfach drum gebeten, also natürlich bei uns ist gar nichts Pflicht oder muss, aber drum gebeten, wer von denjenigen, die am Sonntag da waren, oder dass eben die, wenn sie können, heute auch live dabei sind, weil sie, und so ist alles schon nicht nur schön gewesen auf diese menschliche Art, sondern auch auf eine höhere Art choreografiert. Dieses Zusammentreffen vor Ort und es geht ja, oder gesprochen hatte Jesus beim Channeling und auch heute wird Jesus wieder sprechen und beides ist eigentlich wie eine Energie aus einem Guss. Also dieses persönliche Verbinden von von der Gruppe, die am Sonntag da war, wird oder möchte Jesus nutzen, auch um dieses persönliche Liebesband, das wir alle, ich sage jetzt einfach mal alle, aber ich denke mal alle in uns tragen, zu Jesus, auch aus der damaligen Zeit, nochmal zu stärken. Und es wird jetzt das Channeling für die, die am Sonntag da waren, es könnte ähnlich sein, inhaltlich, ganz gleich, ja nie. Channeling entsteht ja immer im Moment. Aber die Energie, die dahinter steht, ist die gleiche und heute noch sehr auch du hast es mit eingerichtet heute schon, eine sehr magnetisch verbindende Energie von diesen beiden Events, vom Sonntag und von heute. Und es geht um Elachai. Elachai, für die, die es nicht wissen, wir haben leider nur im Moment so ein klitzekleines Bildchen, das ist zwar wunderschön, wo der Lichtkristall Elachai drauf ist. Das werdet ihr vielleicht mit der Kamera gar nicht sehen, aber vielleicht sollte man da mal Großes draus machen. Und Elachai ist ein Lichtkristall, seine Energie, seine Anbindungsenergie für Jesus. Und ich weiß jetzt nicht, soll man das nochmal ganz kurz erklären für die, die es vielleicht nicht wissen, wie das mit dem Entzündung der Energie des Vertrauens von Mona Ohaba und dann der Kristall Elachai wird vielleicht schon Sinn machen, um dieses Verständnis. Magst du das mal kurz Ja, machen? mache ich das sehr, sehr gerne. Nochmal, es ist oft auch ganz schön, wenn man ein bisschen die Chronologie der Energien
versteht, weil was wir, unsere Lichtfamilie oder diese Verbundenheit, die wir untereinander haben und die wir eben auch Jesus gegenüber haben, zu verstehen, dass das auch etwas war, was jetzt in dieser Inkarnation aufgebaut wurde. Also natürlich durch der Beginn des Weges der golden-blauen Lichtfamilie zusammen mit unserem Medium Sangitar. Und ganz am Anfang war ja viel stärker die Energie von Cryon, also eben diese magnetische Energie, präsent. Die haben wir auch mehr gebraucht oder wir waren zu Beginn dieses Weges auch offener für Cryon. Wir hatten vielleicht auch noch Prägungen der Religion und unserer Kindheit, dass wir uns einfach Jesus vielleicht noch gar nicht so hätten öffnen können. Das finde ich schon eine interessante Betrachtung, dass erst Jahre später uns eigentlich mit der Energie von Shima, dem Seelenlicht, mit dem wir alle verbunden sind, wir dann viel stärker in die Christusenergie und wieder dieses Liebesband anzubinden zu Jesus, das wir aus der Inkarnation von ihm damals eigentlich haben. Und das hat eben angefangen 2011, als im Herbst für unsere Lichtfamilie die erstmalig wieder die Einweihung in die weiße Priesterschaft uns gegeben wurde. Also das ist sozusagen eine Wiederaktivierung der ursprünglichen Einweihung, die uns Jesus gegeben hat. Die wurde versiegelt und 2011 wurde die für uns und damals anwesend wieder aktiviert, wieder eingeweiht und seither dürfen wir diese Einweihung auch weitergeben in der weißen Priesterschaft. Also dieses Feld der weißen Priesterschaft war eigentlich der Beginn, so dass man das auch ein bisschen versteht, wie viel Bedeutung die eigentlich hat und auch für die Zukunft haben wird. Als weiße Priesterschaft gehen wir ja auch nach Samatha. Und das ist auch gleichzeitig die ganze Menschheit letztendlich die weiße dann, Priesterschaft. genau, in der neuen Welt. Ja. Und 2014 war ein nächster energetischer Schritt, der sehr tief auch mit unserer Verbindung zu Jesus Christus von damals und heute zu tun hat. Es wurde nämlich am Berg der Seligpreisung der Lichtkristall Mona Oha für Vertrauen entzündet. Und das war ein sehr wichtiger Punkt in all diesem energetischen Geschehen hin zu Quintas. Früher hat man noch eher gesagt, für diesen Aufstieg des Planeten, auch zu der Zeit noch eher. Da wurde der Name Quintas noch gar nicht genannt. Also das war ein sehr wichtiger Punkt, diese Entzündung von Mona Oha am Berg der Seligpreisung am See Genezareth im heutigen Israel. Und das hat wieder viel anderes zur Folge gehabt, unter anderem auch Solavana, also Solavana als Energie, aber auch dann die Taufe unseres Planeten in Solavana. Und es war erst von da an möglich, dass dieser Lichtkristall, Elachai, diese Energie auf die Erde gebracht werden konnte. Das waren ja auch Worte, also in diesem Lichtkristall sind ja diese Worte drin, verankert, oder wenn man Elachai ausspricht oder mit diesem Lichtkristall wirkt, ist ja diese 3 Bedeutungen beinhaltet, die Jesus damals, als wir mit ihm inkarniert waren, waren das Worte, die er zu uns auch gesprochen hat. Er hat zu uns gesprochen, Achai, Elachai, ich bin hier und ich werde wiederkommen. Und
in der heutigen Form sind diese Worte hinterlegt für uns in der Jetztzeit. Elachai, ich bin hier mit dir, unter uns. Elachai, Frieden für dich und Elachai, Frieden für alle Völker. Genau. Und genauso wie auch am Sonntag Jesus möchte heute beim Channeling von diesen 3 von Aramea gerade genannten Energien, die Elachai beinhaltet, eben ich bin hier, Frieden für dich und Frieden für alle Völker, diesen Frieden für dich Aspekt hervorholen. Also der ist heute fürs diesmalige besonders wichtig. Und ja, ich weiß, zu viel erzählen wir auch nicht am Channeling vorgreifen. Mal schauen, was da kommt, aber ich glaube, du hast es gut erklärt. However, wie immer. Nein, however heißt was anderes, gell? So. Genau. Also wie gesagt, die da waren am Sonntag, haben ein besonderes Geschenk bekommen, aber nicht einfach nur ein Geschenk, weil sie da waren, sondern verbunden mit einer Aufgabe für heute. Und euch bitte ich, genau das, was wir euch am Sonntag erzählt haben, einfach geschehen zu lassen. Und das verstärkt diese Energie in unserem großen heutigen Kollektiv von Elachai noch einmal ganz, ganz stark und enorm. Genau, und du hast es ganz kurz erwähnt. Ich habe natürlich auch vorher schon wieder das Gitternetz aufgebaut für unser Kollektiv, unsere Gruppen Merkaba, und es war sehr spürbar und sichtbar, dass auch heute wieder sehr viel magnetische Liebesenergie von Cryon im Feld sein wird. Das ist auch diese Verbindung vom Sonntag. Diese magnetische Liebesenergie wird diese Verbindung auch herstellen. Also es wird, glaube ich, ganz toll werden. Hoffen wir mal. Dann darfst du anfangen, weiterfahren. Du bist dran. Gut, ihr Lieben, dann macht es euch bequem, wie auch immer ihr das macht. Es ist wie immer auch mal wieder gut zu sagen, es ist nicht so schlimm, wenn ihr beim Channeling so wegdriftet. Manchmal wird dann die Energie sogar besser und tiefer aufgenommen, statt dass der Verstand alles vielleicht nachvollziehen möchte und analysieren möchte. Für die, die letztes Mal leider gesagt haben am Sonntag, habt ihr es nicht aufgenommen? Nee, hatten wir nicht. Sie waren so weggedriftet. Dann der kleine Trost, dieses Channeling wird in den Grundzügen die Informationen nochmal enthalten, wie am Sonntag auch. Then, let's begin. Dann ein wunderschönes Channeling wünschen wir euch, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich immer war. Ich bin, der ich immer sein werde. Und ich begrüße euch im großen Feld der Gemeinschaft. Omar Tassat, verbindende Töne, vereinigende Töne, Töne der Zugehörigkeit,
Ich bin Jesus, der Sohn Gottes, und ich rufe dich als ein Kind Gottes, als ein Christuskind. Und ganz egal, aus welcher Frequenz im Universum du auch abstammst, und ganz egal, aus welcher Kultur, aus welchem Land, welche Sprache du sprichst, mit welcher Religion du aufgewachsen bist. Ich nenne dich ein Christuskind. Es wird Menschen geben, die dem vehement entgegentreten würden, diese Aussage anzunehmen. Doch ich möchte dir sagen, dass es eine meiner Aufgaben war, den Christus-Aspekt in deinem Lichtkörper, im Lichtkörper eines jeden Menschen, der seit Anbeginn der Zeit dort angelegt war, diesen Funken zu entzünden, mit meiner Gegenwart auf diesem Planeten. Und es ist euer Planet, euer wunderschöner Planet. Und es ist auch der meine. Denn nur auf diesem Planeten habe ich inkarniert, bin ich als Mensch geboren, so wie du, als Mensch, als Kind aufgewachsen, wurde geschult, wurde geführt in das Erwachen, bis ich erkannte, wer ich bin. So viele von euch waren dabei, als ich einst vor die Menge trat und sprach. Ich habe mich erkannt. Ich bin Gottes Sohn. Ich bin der, der gesandt wurde, um diesen Planeten nach Hause zu tragen. Vielleicht waren die Worte zur damaligen Zeit andere. Vielleicht habe ich gesprochen, um die Sünden von euch zu nehmen, euch zu befreien, euch in Gottes Reich zu führen. Doch Worte sind Worte und sie sind begrenzt und in jeder Zeit, in jeder Epoche wurden Worte verwendet, die passend waren für das Verständnis. So brauche ich zu dir nicht von Sünde zu sprechen, denn jede und jeder von euch weiß, dass dies, was oft als Sünde betrachtet wird, es nicht gibt. Es gibt die Verantwortung, es gibt die energetischen Gesetzmäßigkeiten, das Gesetz des Karma, das Gesetz des Ausgleichs. Doch Sünde ist etwas, das so geprägt wurde, um die Menschen klein zu halten. Doch das war nicht und niemals meine Absicht. Meine Aufgabe war es, dieses Christuslicht in dir zu entzünden und ebenso im planetaren Gitternetz
so dass jeder Mensch, der sein Herz öffnet, diese Liebe empfangen kann, diese göttliche Liebe und gleichzeitig auch die Liebe zu sich selbst spüren kann. Und das ist etwas, was so wichtig ist. So lasse dir sagen, dass die Energie und der Lichtkristall Elachai zum einen in sich trägt das Versprechen, dass ich hier bin, dass ich eins gegeben habe und mit dem Kristall Elachai eingelöst habe. Der Kristall Elachai ist eine Anbindungsenergie für mich, sodass ich immer mehr und immer intensiver in das Christusgitternetz und in die Christusaspekte der Menschen in ihnen selbst mich ausdehnen kann und die Liebe zu den Menschen tragen kann. Doch auch ihr seid aufgerufen, die Liebe zu den Menschen zu tragen, gerne auch in meinem Namen, doch gerne immer in Freiheit, nicht verbunden mit Sünde und Strafe. Jeder Mensch wird gleichermaßen geliebt. Lasse es dir tief in dein Herz hineingleiten. Jeder Mensch. Denn jeder Mensch trägt diesen göttlichen Kern in sich. Zum anderen ist Elachai ein Träger der Friedensenergie. Frieden für dich. Und wenn Frieden in dir ist, kann auch Frieden für alle Völker entstehen. So möchte ich den Frieden für dich ganz besonders herausstellen in diesem Augenblick der Zusammenkunft. Der Kristall Elachai, er beinhaltet ebenso das planetare Muster. Und da dieser Planet ein Christusplanet ist, da ich hier zum Christus wurde, erwacht als Gottes Sohn, ist es das planetare Muster, in dem jede einzelne Menschenseele ihren Platz hat. Diesen Platz zu finden, fällt vielen Menschen nicht so leicht. Es gibt so vieles an Ablenkungen in der Dualität. Und oftmals ist es auch so, dass Menschen sich nicht wert fühlen, es nicht annehmen können, dass auch sie ein Teil sind des Göttlichen, dass sie das Christuslicht in sich tragen. Doch diese Anerkennung, dass es einen Platz gibt in diesem planetaren Muster der Christusenergie, der deine ist, trägt so viel Potenzial in sich. Jeder Mensch sucht nach einem Sinn
auf welche Art auch immer. Jeder Mensch möchte, ob bewusst oder unbewusst, seinen Platz finden, dort, wo er zur Ruhe kommen kann, dort, wo er weiß, hier bin ich richtig, so wie ich bin, so wie ich erschaffen wurde, so ist es recht. Hier darf ich sein, wie ich bin und viel mehr noch. Hier bin ich aufgefordert, der oder die zu sein, die ich bin, ohne jede Maske, ohne jedes Verstellen. Das, was du bist, zu sein und zu lieben, ist dir nur dann möglich, wenn du an deinem Platz bist. Und auf der anderen Seite, je mehr du dich getraust, je mehr du es dir erlaubst, die und der zu sein, die du bist, umso einfacher findest du diesen Platz. Vielleicht magst du fragen, lieber Jesus, wo ist dieser Platz? Wo soll ich hin? Und meine Antwort wird sein, mein liebes Kind der Liebe, ich öffne meine Arme für dich. Komm an mein Herz, komm zu mir. Lasse dich umarmen. Lasse dich lieben. Denn dort, wo du bist, ist dein Platz. Dies bezieht sich nicht auf einen äußeren Ort und es spielt auch keine Rolle, wo auf diesem wunderschönen Planeten du lebst oder entscheidest zu sein. Dein Platz, du findest ihn nur in dir. Du findest ihn angebunden am planetaren Muster und du findest ihn über das Liebesband, das uns beide verbindet, das mich mit allen Menschen verbindet. Denn meine Liebe für alle Menschen ist grenzenlos. Auch ich war Mensch, so wie du in einem Körper. Auch du bist göttlich, so wie ich, selbst wenn du einen Körper trägst. Vieles wurde vorbereitet und für euch, für dich, gibt es heute und jetzt die Möglichkeit, deinen Platz in diesem planetaren Muster zu finden und einzunehmen. Doch ich möchte dir sagen, lasse deinen Verstand beiseite, denn anzukommen ist ein Gefühl, ein tiefes Gefühl in dir, das dich ruhig und still werden lässt, das dich gelassen werden lässt und dich in den tiefen inneren Frieden führt. Mag sein, dass die Wirren der Dualität dich in deinem Alltag noch manches Mal aus diesem inneren Frieden herausbringen.
Doch je mehr du und wenn du auch nur einmal gefühlt hast, was ich meine zu fühlen, angekommen zu sein, an deinem Platz zu sein, kannst du die Dualität viel leichter abschütteln. Sie wird dich viel weniger verwirren, ablenken, verleiten, woanders zu suchen, als dort, wo dein Licht leuchtet. Und so werden wir auch dieses Mal gemeinsam durch ein goldenes Tor hindurch in die innere Seelenlandschaft gehen. Jede und jeder von euch trägt dieses energetische Feld in sich. Und auch wenn du vielleicht heute das erste Mal hier bist, es wurde alles vorbereitet. Du bist keine Unbekannte, kein Unbekannter. Wir kennen dich. Wir wussten, dass du hier sein wirst. Und du wurdest eingebunden durch deine Absicht in dieses kollektive energetische Feld dieser Gemeinschaft und die innere Seelenlandschaft in deiner Seele wurde aktiviert. Viele von euch kennen dieses Feld bereits so gut. Ein Feld der Heiligkeit, der Reinheit, der Göttlichkeit in dir, unberührt von Dualität. Jetzt atme einige Male ganz ruhig und tief mein Licht der Liebe in dich hinein. Atme die Christusliebe in dich hinein. Fühle, wie du zu einer leuchtenden Sonne dich ausdehnst. Und wenn er dir bekannt ist, dann sprich deinen Ursprungsnamen. Ansonsten spreche Soham. Ich bin göttlich. Und ich, Jesus, ich reiche dir meine Hand. Ich reiche euch allen meine Hand. Kommt, lasst uns in diese innere Seelenlandschaft gemeinsam und doch jeder auch für sich in sich nun eintauchen. Was auch immer du siehst und fühlst, jetzt hier in diesem Feld, gibt es keine Dunkelheit, keine Dualität. Es ist Licht und es ist Liebe. Wenn du fühlst, wenn du dein Herz ganz weit öffnest, dann wirst du spüren, dass es anders ist als eben noch, dass sich die Energien verdichten, intensiver werden, mehr Strahlkraft entwickeln. Und genau hier in diesem Feld werde ich nun für euch
und für euch als Stellvertreter für so viele Menschen, letztendlich für die ganze Menschenfamilie, den Lichtkristall El Achai zum Leuchten bringen. All jene, die vor kurzem anwesend waren, geht hin zu diesem Lichtkristall, lasst euren Herzenstrahl darauf gerichtet. Und jetzt versammelt euch alle immer näher heran bei El Achai, bei mir, denn ich bin hier. Ich bin hier unter euch. Jetzt in diesem Augenblick stärke ich das Liebesband, das dir Erinnerungen ermöglichen wird an die Zeit, als wir einst gemeinsam waren. Denn diese Zeit ist gar nicht so anders gewesen, als sie es jetzt ist. Auch jetzt magst du manches Mal noch darauf warten, dass ich wiederkehre. Doch glaube mir, so wie es einst geschehen war, so wird es wieder sein. Spüre diese tiefe Wahrheit, denn deine Seele kennt diese Wahrheit. Nimm auf das energetische Muster von El Achai und lasse dich von deiner Seele führen. Sie wird dich an deinen Platz in diesem energetischen Muster führen. Und dann lasse dich dort einfach nieder. Lege jeden Zweifel beiseite, dass der Platz, den du wählst, der Moment, in dem du dich niederlässt, der falsche sein könnte. Ich gelobe dir, es wird der richtige sein. Alles ist Energie. Jenseits von Raum und Zeit geschieht dies. Und so lasse dich fallen in meinen Schoße. Lasse dich lieben. Erinnere dich. Vielleicht entstehen Bilder oder Gefühle. Spüre die Liebe, aus der du bestehst. Spüre diese Liebe zu dir selbst. Und sei dir gewiss, in El Achai bist du mit mir gemeinsam zu Hause. Der Frieden, der einkehrt,
Freiheit, die dem Frieden folgt, nicht mehr suchen zu müssen, zu fühlen, gefunden zu haben. Und die großartige Erkenntnis, dass all das in dir ist, lassen dich durchatmen, lassen dich ganz hingeben, dich selbst so lieben, wie ich dich liebe. Und ich bette den Kristall Elachai in diesem inneren Feld in dir intensiv ein. Lasse es einfach geschehen. Du wirst diese Veränderungen fühlen, dass du dich stabiler, klarer fühlst, dass etwas in dir zur Ruhe gekommen ist. Und selbst wenn diese Energie sich erst noch ganz ausdehnen wird, kannst du es vielleicht jetzt schon fühlen. So verlassen wir jetzt diese innere Seelenlandschaft, dieses Feld in dir wieder gemeinsam. Du hast jederzeit Zutritt in dir dazu. Trete heraus und höre noch die Botschaft von Jesus, deinem Freund, deinem Begleiter, deinem einstigen und immerwährenden Weggefährten. In der Liebe des Christus wird dieser Planet Sol Avana genannt, nach Hause zurückkehren, in die Ursprünglichkeit. So viele Vorbereitungen wurden bereits vollzogen. Auch ihr seid ein Teil davon. Jeder Mensch, der sich für die Liebe entscheidet, ist ein Teil davon. Jeder Mensch, der sein Bewusstsein erhebt, seine Feindbilder fallen lässt, die Liebe zu sich selbst entdeckt und seinen Platz bereit ist einzunehmen, ist ein Teil davon. Du bist ein Teil von etwas Wunderbarem, Großartigem, von diesem Geschehen in dieser Zeit auf diesem Planeten. Und du bist hier,
So wie du bist, bist du hier, weil du genau so zu sein hast, um in dieses Muster zu passen, dort deinen Platz, deine Anbindung zu finden. Wenn du den Lichtkristall Elachai verwendest, wenn du ein Gebet damit sprichst, wenn du ihn vor deinem inneren Auge erscheinen lässt, wenn du ihn betrachtest, immer dann spricht er in dir genau all das an, worüber wir heute gesprochen haben. Wenn du Elachai betrachtest, weißt du, wo dein Platz ist. Du kannst es fühlen. Ich, Jesus, der dich so sehr liebt, ich sage dir, wir werden uns wiedersehen. Und ich rufe aus die Worte, Ani ohevet otrach, An Anasha. Ihr Lieben, sehr schön war das, sehr tiefgehend. Soll ich jetzt Danke sagen? Zu wem? Ich weiß auch nicht, das sind gerade Zu die dir, einzigen zu Worte, Jesus. die ich sprechen kann. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Genau. Also ich war zum Schluss hin, ich kriege ja das schon mit, immer so. Das ist nicht so, dass ich nichts mitkriege vom Channeling. Erstaunt, dass das diesmal nicht mit Lady Shannons Planetenbewusstsein, wie wir es sonst immer machen, gegeben wurde. So auf, ich sage jetzt mal einfach mal auf Anfrage, hieß es, passt schon, ist schon richtig so. Schauen wir mal, was nächstes Mal kommt oder wie das zusammenhängt. Das weiß ich und auch wir im Vorfeld oft nicht. Oder ob es genauso richtig war eben. Oder es einfach nonverbal passiert ist. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber wenn wir wirken, jeder Einzelne, der seinen Platz einnimmt, ihn fühlen kann, erlaubt ja jedem weiteren Menschen das Gleiche zu tun. Vielleicht ist das auch in dem Fall die Wirkung aufs große kollektive Bewusstsein und aufs Planetenbewusstsein von Lady Cheyenne. Also das könnte ich mir jetzt so vorstellen. In dem Fall. Ja, ihr Lieben. Das war im Großen und Ganzen dieser erste Dienstag, aber was Wichtiges möchten wir euch noch sagen, aus unserer Sicht, wichtig und schön. Und es hat mit Elachai zu tun. Und also wichtig, wir haben uns besprochen, ist euch zu sagen, dass das eine jetzt, was im Channeling gesagt wurde und was mit dem Lichtkristall Ananascha und mit deinem Platz und dieser Mit dem Zugehörigkeit. Lichtkristall Elachai. Elachai, nicht Ananascha, danke. Ja, Ananascha ist auch schön. Auch schön. Das eine ist, das ist so und so gültig, ganz unabhängig von dem, was wir jetzt euch sagen wollen noch. Wir haben 2015 ja, wir sind ja keine Firma, wir sind ja ein Verein,
der Verein Elachai, Frieden und Freiheit e.V. natürlich damals diesen Namen gewählt, mehr so intuitiv, weil er schön klingt und weil wir gefühlt haben, das ist was Besonderes. Das hat sich mit der Zeit ja erst alles so rauskristallisiert, für was Elachai wirklich steht. Und wir haben das damals für unseren Vereinsnamen verwendet. Und ihr wisst, wir machen das auch super gerne und immer wieder auch, ich habe es heute erzählt, oder manche von euch spenden auch immer was. Ist das der Ehrenamtliche, also dieser ideelle Teil des Vereins, der sowas ermöglichen kann, dass hier ein Team beschäftigt ist, bezahlt wird auch. Und wir machen es ja eh ehrenamtlich oder eigentlich alles fast, dass sowas stattfinden kann. Und fühlt doch bitte mal rein oder fühlt doch bitte mal rein, vielleicht, und das ist was, was auch uns als Verein, Vereinigung stabilisiert, ausdehnt und uns natürlich im Herzen freut, wenn wir mehr Mitschöpfer, so heißen bei uns die Mitglieder, haben. Ob du nicht Bock hast, Lust hast, da auf der Vereinsebene sind wir sehr persönlich miteinander, auch sehr menschlich, ob das bei den Sommerfesten ist oder wenn wir uns sonst so treffen. Also es gibt auch so eine Art Vereinsleben, aber nicht, wie man sich das jetzt vorstellt beim Kaninchenzüchterverein oder ihr beim Kegelverein. Es ist schon ein bisschen ein Verein der neuen Zeit, aber wo auch viele Begegnungen möglich sind, die so jetzt in unserem anderen energetisch-spirituellen Wirken nicht so möglich sind. Mit uns auch oder miteinander, alle auch natürlich, alle Mitschöpfer. Mitschöpfer haben bei uns auch Privilegien. Also mal das schönes Privileg ist, dass immer 9% aller Mitgliedsbeiträge ja an deine Tiergnadenhof, Adamea sucht die immer aus, Hundepensionen und auch wir da die Tiere sehr unterstützen. Da gehen schon mal 9% davon weg. Und ansonsten, wenn es was aktuell Neues gibt, erfahren es in der Regel unsere Vereinsmitschöpfer als erstes. Immer, wenn es um Reisen geht, spirituelle Reisen, die wir unternehmen, dann gibt es auch immer für die Mitschöpfer einen speziell reduzierteren Preis. Es gibt mehrere Dinge, also das alles will ich jetzt gar nicht auch aufzählen. Wir haben euch mal unterm Player verlinkt. Wenn ihr da vielleicht nachher noch schauen wollt, klickt doch mal drauf, was es auch gibt. Zum Beispiel auch Zugang zur arcturianischen Wissensdatenbank, also was die Arcturianer, das Lichtschiff, die Athena und Atheus, der dort Wissenschaftsoffizier ist, an Botschaften durchgibt, in einem speziellen Login-Bereich. Auch das ist möglich. Also der Verein trägt viele Projekte, bei uns Quintessenzen genannt, gemeinnützige Projekte. Und je mehr wir sind, umso stärker sind wir und umso mehr können wir diese Vision auch umsetzen mit euch gemeinsam. Würde uns sehr freuen, neue Mitschöpfer auch begrüßen zu dürfen und es ist auch eine wunderschöne Unterstützung für all das, was wir hier so ehrenamtlich machen. Für einen Verein. Jetzt habe ich es in einem durchgeredet. So ich möchte aber auch eins sagen. Hier sitzt die Vereinspräsidentin, die immer nach Gottes Gnaden bisher alle 4 Jahre bei der Mitgliederversammlung einstimmig bis jetzt immer wiedergewählt wurde. Und auch das ist natürlich beim Verein bestimmen die Mitglieder. Der gehört nicht uns, alles, was wir machen, sondern letztendlich allen Mitschöpfern, alle, die ein Teil davon sind. Eine Mitgliedschaft, Mitschöpferschaft bei uns genannt haben auch ein Mitspracherecht. Nicht in einzelnen Spirituellen, was wir zu tun haben, da wissen wir sehr genau, was wir zu tun haben, aber natürlich was vereinsinterne Sachen oder
gibt es immer auch dann Mitgliederbeschlüsse und so, wenn was geändert wird. Nur so, jetzt ist fertig. Ihr könnt euch, wenn euch das Du irgendwie hast in der ja, Seele berührt, es gibt ja auf ein YouTube-Video, wo wir mal sehr, sehr ausführlich über den Verein gesprochen haben. ja, das stimmt. Ach, vielleicht verlinke ich das beim nächsten Newsletter Newsletter am mal. Sonntag oder Einfach, so. da haben wir Also das das ist wirklich sehr alles, ausführlich. genau, mit vielen Videos und Einblendungen, was alles geschieht. Könnte man machen, wen es noch tiefer interessiert von euch. Ja, ansonsten ist es möglich, dass wir hinabsteigen. Runtersteigen geht immer, nur höher steigen ist immer ein Problem für die Kamera. Ich bin also auch noch ganz ja, magnetisch eingenommen von diesem Channeling. Jetzt ist es weg. Schön, Danke, ihr Lieben. Ananascha, Ananascha. dass ihr dabei wart. Ananascha für eure Liebe und Zuneigung. Und die geben wir gerne 1000-mal zurück. Dann bis im August. Wir werden sehen, was Genau. kommt. Ananascha. Ananascha, Lieben.